Miss Grant, okay. Miss Grant sure is dedicated to that petition. Dann sprechen wir mal mit Miss Grant. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Komm, warum nicht? Die wirkt so bis jetzt eigentlich nett. Also machen wir das einfach mal. Sure, I always have time for you. What's the petition? David Madsen, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high-security penitentiary. Okay, also da bin ich schon mal definitiv zufrieden mit der Entscheidung, dass wir uns dafür entschieden haben und nicht es einfach abgelehnt haben. Wir fragen mal über David Madsen. David Madsen doesn't need another excuse to harass students here. Max, this isn't about personalities. This is about protecting civil rights and our school's legacy of freedom. Blackwell Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. Okay. Die amerikanischen Ureinwohner, so alt ist Blackwell. Sie wissen eine Menge. So alt Blackwell is that old? That's incredible. You should learn a little history about your alma mater. You'll find some fascinating facts. There's a lot of power in this region. I think it helps the creative juices flow around here. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Ja, unterschreiben. Absolutely. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Weil genau das, was sie gerade sagte, finde ich persönlich auch wichtig. Es ist klar, Sicherheit ist wichtig und alles, aber man muss jetzt nicht unbedingt total übertreiben und an einer Schule alles komplett absichern bis zum letzten geht nicht mehr, weil was kommt nach den Kameras? Stacheldrahtzaun um das Schulgelände, dass während der Schulzeit keiner vom Schulgelände runter kann. Naja, bin ich nicht so ein Fan von. Mr. Jefferson has such a gift for different styles. Okay. Da war noch mal was. Ach so, das war Ausstellungstafel. Ausstellungstafel? Okay. Warum auch immer ich das jetzt so komisch ausgesprochen habe. Wer liegt hier? Okay, das ist, die kann man nicht uns genauer ansehen, keine Gedanken darüber haben und sie auch nicht ansprechen. Hier steht Stella. Hier steht Stella. Oh Gott. Hier ist Stella. Stella always looks so serious and dedicated. Good for her. Aber auch sie werden wir einfach mal ansprechen. Hey there, Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? Ja. I think so. We're lucky to have such a famous teacher. And I actually love his work. Me too. His New York urban stuff is great, but I'm glad he came back to his Oregon roots. Screw the East Coast elite. It must piss off those pretentious galleries that Mark Jefferson is teaching photography to us Blackwell hicks. Plus, he is pretty hot for an older guy. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. Victoria? Victoria is pretty obvious. I don't think Jefferson is into her. I don't think she's closed the deal, but she's not the only player. Now, how do you know this?
You have a lot to learn here, Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. Well, I heard that from a good source. Ich möchte mehr über Rachel Amber erzählen, weil sie momentan die Person ist, über die wir noch fast gar nichts wissen, außer dass sie halt vermisst wird. So, you knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Not my kind of clique. But I heard insane stories about Rachel. Okay, aber nicht unbedingt immer alles ist richtig, was man erzählt bekommt von anderen Personen. Das heißt, wer weiß, ob das richtig ist, was sie da alles gehört hat. Hier liegen noch mehr Vermissten-Poster. Rachel Amber. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to her. Aber gelesen haben wir das ja schon. Ich möchte nur halt ab und zu wirklich mal noch die Sachen, die sie dazu sagt, halt mitnehmen, weil es halt häufig immer mal wieder was anderes ist. Deswegen gucke ich mir es halt an, wenigstens. I would so be there if a Sasquatch actually did battle a Razorback. Diesen Freitag. Die Bigfoots lassen die Erde erzittern. Die Bigfoots versus the Razorbacks. 11. Oktober, Freitagabend, 19 Uhr, Blackwell-Platz. Komm als Bigfoot, gewinne einen Preis. Komm als Razorback und du landest auf dem Grill. Die beste Pizza in Arcada Bay. Ein Stück, plus ein Getränk, gleich. Warum gleich? Weiß nicht, steht da nicht, aber egal. 3,50 $. Nicht 3,50 €. Okay. Das ist also ein Football-Turnier in nächster Nähe, oder muss ich gerade selber jetzt nochmal ganz kurz I would so gucken? be there if a Sasquatch actually did battle a Razorback. 11. Oktober. Also ist noch ein bisschen hin, würde ich sagen, weil ich glaube, wir haben jetzt, wenn ich es jetzt im Tagebuch richtig gesehen habe, den 7. Oktober. Das sind jetzt dann noch 4 Tage. There's Hayden in his Vortex Club harem. He sure is living the dream. Aber sie sagte ja, dass Hayden trotzdem irgendwie sympathisch ist. Deswegen sprechen wir auch ihn einfach mal an. Hey, Hayden. There she is, the retro selfie master. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell, especially when one represents the Vortex Club. Not to boast. Wollen wir... Wir fragen einfach mal über... What the hell is the Vortex Club anyway? Seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night. Then you wouldn't be so inclined to gossip. Das ist ja keine Bestätigung, dass wir das auch machen. Das ist ja nur nochmal eine Nachfrage. You mean hang with the Vortex Club? That sounds like a setup to a horrible prank. Chillax, paranoia girl. We're not that desperate for fun. We know how to do that on our own. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like, you know. Wieder möchte ich gerne mehr über Rachel erfahren. So, you knew Rachel Amber. I knew she liked to party. Fun to be around. Oh, yeah, and she was hot. Fragen wir mal einfach, ob Victoria Rachel mochte, aber ich gehe fast schon davon aus. Did Victoria like Rachel? She seems like the jealous Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel.
even if she didn't act like it. Okay, also sie waren scheinbar nicht unbedingt jetzt die besten Freunde, aber sie waren jetzt auch nicht verfeindet oder so. Rachel was actually a member of the Vortex Club? No, Rachel was like her own club. She was actually too cool for us. And I'll deny I ever said that. Aber was ist mit dir passiert? What do you think happened to her? I don't know. Whatever happens to people who disappear without a trace. Und zum finalen Abschluss fragen wir noch über Nathan Prescott. Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill the rich kid. He's alright and a fun guy to hang with. Fuck the haters. Jetzt ist die Frage, ob wir so ein bisschen, ja, nicht ihn angreifen, nicht ihn runtermachen, aber so ein bisschen, in Anführungsstrichen, negativer über ihn reden. Oder ob wir einfach, ja, wir nehmen es einfach mal so hin. Fair enough, but I'm still not going to party with him. Your loss, bro, is fucking hilarious when he's blazed. And he does always have the best shit. Let's talk later, Hayden. Bye, Max. No, I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. Okay. Ja. Noch Brooke actually has a drone? Ah, ja. Die haben wir ja hier schon rumfliegen sehen, die Drohne. Aber auch sie sprechen wir an. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? Ja, auch wenn das gerade so ein bisschen klang, als wäre das nicht ganz so vielversprechend gemeint. I'd love to. I love planes and balloons and... This is neither. Do you know what a drone really is? a weapon, right? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny, Warren said you were smart. Please, step back. Okay, die ist ja mal nicht so nett. I'm almost sure Warren has the same bag. It looks a bit nerdy though. Aber ich möchte, auch wenn wir die Möglichkeit haben, ungern in der Tasche von einer anderen Person rumwühlen. Es ist einfach etwas, was ich persönlich für mich nicht als richtig empfinde. Deswegen werde ich es nicht tun. Auch wenn wir die Möglichkeit haben. Ich werde es nicht tun. I could go for a burger now. Auf der Suche nach Magie und Abenteuer, wirf den 20-seitigen Würfel. Schließ dich der Spielgruppe der Blackwell-Wissenschaftler an, jeden Mittwoch im Wissenschaftlersaal 15:15 Uhr. Spiel der Woche wird noch angekündigt. Basiswissen zu Spielregeln und Etikette erwünscht. Cosplay und Mädchen willkommen. Hungrig? Das Two Whales Dinner, der beste Burger Origins. Oregons. Origins? Keine Ahnung, wie man das... Ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Okay. Und hier sind so die Skater am Rumhängen. There's Justin and his skater posse. They're so cute doing their tricks. Yo, Justin. Check out the Max. Come to thrash? Weiß nicht. Thrash? You mean stage diving or... You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on.
das versuchen wir jetzt nochmal. Yo, Justin. Check out the map. I came to Nose Slide, but I'd love to see somebody do a tree flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah, I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Wir nehmen mal den No-Slit. I'd love to see a nose slide. Let's get Trevor all over that action. Okay. Haben wir jetzt noch die Möglichkeit, den Hey. anderen zu sehen? You never really escape Betty. Nee, nicht wirklich. Not really. Too bad. It's nice to have the females on board too. Rachel, Amber, and her punk friend used to love skating with us. Wir fragen mal über die Punker-Freundin, weil das könnte eventuell ja die sein, die wir auch in der Toilette gesehen haben. Mit Nathan. Who was Rachel's punk friend? I can't remember her name. She was hot. Tats, blue hair, hardcore. She stopped hanging out with us after Rachel disappeared. Ran away. Auch hier möchte ich erstmal über Rachel fragen. You knew Rachel? She used to chill with us sometimes. But one day she just vanished. I hope she's living the dream somewhere. If anybody hurt her, we'll get a skate posse and take them out with our boards. Und jetzt fragen wir noch, ob er mit Victoria rumhängt. Weiß ich nicht, ich glaube eher weniger. You ever hang out with Victoria? Fuck that. I'd rather rollerblade than hang out with snobs like her. Let's chill later, Justin. Anytime you want to take some action shots, we're here for you, Max. Ich weiß nicht, sie fahren hier Skateboard. Und wir haben ja ein Foto da in so einem Tagebuch, wo letzten Endes ein zerbrochenes Skateboard drauf zu sehen ist. Ich You glaube... watch us destroy these rails. Vielleicht hätten wir uns anders entscheiden sollen. Naja. Oder es kommt noch mit dem Skateboard-Bild. Das kann natürlich auch sein. Haben wir jetzt hier irgendjemanden übersehen? Ich möchte natürlich so gut wie möglich alle mitnehmen. Da sitzt Daniel. Daniel is always drawing something. He makes me look like an extrovert. Und auch mit ihm werden wir mal sprechen. What's up, Daniel? Oh, hi Max. Could I ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook though. Ja, warum nicht? Was soll der Geiz? I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny, you should say that. I was just thinking about my real muse. Rachel Amber. Du kennst sie? You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. Mal fragen, was er glaubt, was passiert ist. So what happened to her? There's gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. Und ihre Poster sind definitiv kaum zu übersehen. Hard to avoid her posters all over campus. Kills me to see her sweet face used as a crime photo. She had a good heart. Okay, why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way, you're a good substitute, Muse. Oh, that's a good posture.
Good. Good. Best portrait ever. Ja, der hat auf jeden Fall ein Talent. Er kann es auf jeden Fall. Sagt sie noch mal was anderes? That's one of his famous shots. I love how it captures the moment. Mhm, okay. Sieht aus wie Polizisten. Oder zumindest ein Polizist, der da... Oder ein Wachmann oder sowas, der da irgendwie bei einem Mann dabei steht. Das sieht auch aus, als wäre hinter diesem Polizist noch eine andere Person. Nur wirklich erkennen kann man da nicht, wer... ob das wirklich nur eine andere Person ist oder vielleicht nicht. Aber das sieht so aus, als wäre da noch ein Arm. Da ist nichts auf der Seite und hier kann man aber auch nicht das uns genauer angucken. Okay. Die hatten wir ja schon, haben wir ja schon gesehen, dass wir mit der nicht sprechen konnten. Dann gehen wir jetzt noch hier zu Even. Wir gucken uns erstmal Evan's das... portfolio always looks so uber pro. I'd love to see his photos in there. Ja, vielleicht zeigt er uns ja mal 1, 2. I think his name is Evan. He always looks so intense. Hey, Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Das ist eine gute Frage. Ich gehe mal mit Steve McCurry, wenn das jetzt richtig ist, dann war das definitiv geraten. Steve McCurry? Unless he could travel back in time. McCurry was born 5 years after the falling soldier picture. McCurry also shoots in color. In other words, no portfolio. Das versuchen wir nochmal. Das versuchen wir nochmal. Hey, Evan. Mind if I check out your cool... Let's see if you're worthy of it, Mac. Also Steve McCurry war es schon mal nicht. Eugen Smith vielleicht? Gotta be Eugene Smith. Eugene. Well, they both were famous war photographer images. But you should know the difference. Good try. Wrong answer. Auch hier werden wir es nochmal versuchen. Und es ist mir gerade so ein bisschen peinlich, dass ich den Namen Eugene gerade nicht richtig vorlesen konnte. Aber passiert. Hab den jetzt bis jetzt noch nicht so häufig so geschrieben gesehen. Hey, Evan. Mind... Machen wir hier nochmal. Jetzt nur noch die 2 Robots. Jetzt ist die Frage, Robert Kappa oder Robert Kappa? Ja, okay. Kappa. Oder Deusneo. Wir nehmen mal Robert Kappa. Robert Capa, of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My. This quiet child knows things. That's why I'm here. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? It's not a privilege I grant to many. I'd be honored, sir. Also, wir können jetzt ins Portfolio reinschauen und ich bin gerade froh, dass wir nicht alle Tries durchgehen mussten und nur der letzte dann richtig war, sondern wir haben noch einen offen gehabt und haben es trotzdem mit 3 Versuchen hinbekommen. Das freut mich. These photos are great. And Rachel Amber's face is mesmerizing. Okay. Hat scheinbar einige Fotos von Rachel Amber. Und hier von abstrakten Landschaften. Sieht gut aus. Muss man eben schon lassen. Okay. Dann gehen wir noch zu dem anderen dort rüber. Der jetzt sieht so ein bisschen, der Look sieht ein bisschen
gelangweilt aus oder so. Gucken wir uns erstmal aber dieses Graffiti an. Clever. Vortex Club sucks. Mit dem Wirbel durchgestrichen. Ist einfallsreich. In gewissen Maßen. That's Luke Parker. Zachary pushed him into a locker last week. Go Bullies. Okay, der hat's scheinbar auch nicht ganz so leicht hier auf der Schule. Hello? Max, I don't feel like talking. Wir lassen ihn mal in Ruhe. Oder sollen wir fragen? Komm. Wenn er dann sagt, er möchte wirklich nicht, dann lassen wir ihn in Ruhe. What's wrong? Nathan Prescott, little rich bitch kid. He thinks he can own people like his parents own Blackwell. Like he owns the Vortex Club. Yes, he's a nasty piece of work. You know him. Komm, ich vertraue ihm mal. I busted him today with a gun. What? Seriously? I saw him wave a gun around today and I went to the principal. We'll see what happens next. You are my new hero. Finally, karma comes to Blackwell. Okay. Es scheint aber nicht großartig große Konsequenzen zu tragen, denn wird jetzt nichts angezeigt. I need to go there and grab Warren's flash drive. Okay. Ah, okay. Linke Maustaste. Come on, Logan, bring it, brah. Yeah! I need to go to my room and return Warren's flash drive. Aber das werden wir in der nächsten Aufnahme erst machen. Für euch wird es wahrscheinlich dann einfach nur ein Folgenwechsel sein. Für mich, wer weiß, wann ich weiter aufnehme. Wahrscheinlich schon sehr bald. Ich bedanke mich, wenn du bis hierhin zugesehen hast. Definitiv fürs Zusehen, fürs Zuschauen. Und würde sagen, wir können vom letzten Checkpoint neu laden. Ich hoffe mal, dass das jetzt hier ein Checkpoint war. Und mit diesem... If I told Warren what's going on, would he laugh? Mit diesem Blick auf den... Jetzt habe ich den Begriff dafür vergessen. Das ist sehr gut. Egal. Mit dieser Szene werde ich mich verabschieden. Nochmals vielen Dank fürs Zusehen bis hierhin. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.